Off-Season von Chris Bumstead. Das müssen wir uns auf jeden Fall reinziehen. HGH Hulk, danke dir fürs Abo. Full Day of Eating Off-Season bald. Let's go. Sehr schöne Einrichtung. Der hat dieselbe Wand wie ich im Wohnzimmer. Hat Hector für mich gemacht. What is up, YouTube? Welcome What is up? back finally to another full day of eating. I know you guys love these and they hold me accountable too because I'm like, fuck, I'm not eating enough at the beginning of my off season when I'm just getting things rolling. So I don't even know what I'm eating, how much of anything I'm eating because I haven't tracked anything since the Hat auch bis jetzt nichts abgesagt, Elias. Ja, bis jetzt gibt es keine Olympia-Absage oder sonstiges. Olympia, honestly. So this will be interesting for myself. Given how much we were traveling, I was eating out 2 to 3 times a day for weeks at a time, like literally nonstop. So I definitely wasn't getting enough protein. I was getting too much sodium, probably a lot of fats, bunch of shit. Also die letzten Wochen sahen bei dem nicht gut aus. Zu viel Salz, ja, 2-3 Mal am Tag nur gegessen und jetzt zurück zur Routine. Aber ganz ehrlich, Haartransplantation, er wird Papa, er hat den Olympiatitel, er macht eine Detox. Ich denke, wenn er mal von 12 Monaten 1-2 Monate aussetzt und sich gut gehen lässt, da passiert nichts. Ich glaube, das bringt ihn sogar weiter nach vorne. Ja, natürlich, spekuliert wird. Definitiv. Wir spekulieren ja auch immer im Stream. Macht er mit, macht er nicht mit. Aber ja, ich gehe davon aus, dass er noch einen Titel holen wird und dann Feierabend. My digestion wasn't feeling too great. I had no appetite. I'd eat my... Aber ich fände es geiler, wenn der aussetzen würde, weil dann ist das Ganze richtig spannend. Vor allem jetzt, da Wesley die Arnolds gewonnen hat und Ramon und Urs hinter sich gelassen hat, wird das Ganze noch interessanter, finde ich. Food would be like coming up my throat like acid reflux. So I came back home, chilled out on what I was eating for a little bit. Haven't eaten out in a while, been trying to eat clean, and now we're getting the ball back rolling. So that being said, my metabolism obviously isn't as high as I want. Ich kenne mich mit Haartransplantation überhaupt nicht aus, Max. Kann ich dir nichts zu sagen, musst du den Chat fragen. Beginning my bulk, I want to get huge, but I don't want to get fat. So I'm going to be showing... I want to get huge, but don't want to be fat. Ja, er will nicht fett werden, Freunde. Sorry für mein super Englisch. Wesley hat auf der Olympia, hat er den 7. gemacht? Ich glaube 7. Platz 2023. Krass, ne? Ja, 6. oder 7. Ich glaube, er wurde 7. Und jetzt besiegt er einfach den 2. und den 3. Platzierten. Das ist krass. Brian Ansley ebenfalls. Deswegen, das ist ein kranker Sprung innerhalb von 3 Monaten. 3-4 Monate sind das ja nur. 4 to 5 meals a day, depending on how my day goes. And this is just not me forcing food down, just me trying to get calories, protein, get my metabolism going on, make sure I'm recovering from my workouts, all that good stuff. I realized when I started training harder again, but I still wasn't eating enough, I was so sore for like 5 days because I wasn't eating enough protein, my body wasn't recovering properly. So I'm trying to get that back in so I'm not a skinny bitch anymore. So yeah, it's breakfast time and I'm hungry, so I'll start making it. Schön Rührei auf Butter. Was gibt's Besseres, Digga? Ich finde, das ist so ein Unterschied, wenn du dir Rührei machst mit bisschen Öl oder so Spray oder gar nicht beispielsweise in der Diät oder ob du wirklich da so Butter reinschepperst. Ja, Perry, das hilft extrem, ist aber leider bei uns illegal. Habe ich konsumiert, als ich in Polen gelebt habe letztes Jahr. Ich war ja 3-4 Monate in Polen. In Polen ist das legal. Funktioniert extremst. Das Zeug bewirkt Wunder, wenn du Heilung brauchst. Also wenn du Schmerzen hast, in Kombination mit BPC 157 ist das Ding wirklich brachial. Auch geil, schon so geschnittene, fertige Zucchinis, ne? Ich mache den Untertitel an, aber oftmals versteht sogar der Untertitel ihn nicht. Ja, mein Lieber, bei mir wird hier oben langsam, also nicht hier drauf, sondern hinten am Wirbel wird es langsam kahl. Also langsam, nicht so extrem, noch ist es okay, aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich habe mich gestern darüber noch mit Onkel Mirek unterhalten, als wir beim Training waren, was passiert bei uns, wenn die Haare mal komplett wechseln. Ich glaube, ich würde wirklich mir einen etwas längeren Bart wachsen lassen und Glatze. Wie so Johannes-Lukas-Style. Ich weiß nicht, keine Ahnung, müsste ich gucken. Ich müsste erstmal gucken, wie ich aussehe mit kurzen Haaren. Ja, und wenn nicht, dann Arschlecken, Digga, Glatze und fertig aus.
Glatze und keinen Bart. Ja, Mann, das ist ganz schlimm. Oder so ein Bart wie Steve Bentin, der einfach hier ohne Übergang, einfach hier ist Glatze und hier fängt schon so ein Vollbart an. Ich finde, das sieht immer richtig scheiße aus. Das sieht lecker aus, was der da hat. Turkey Bacon bestimmt. Alright, so the final product. Honestly, one of the more aesthetic meals I've ever made in my life. Normally they look like crap. Somehow this kind of came together. Got some potatoes, eggs, avocado, and turkey bacon. Like I said, I don't eat this every day. I'm kind of rotating through breakfast because I haven't been in a good routine. So it is what it is. But this meal comes out to 1,000 calories. Hefty in the fat. I cooked everything. Tja, Kai Gedan, sogar der Mr. Olympia. Der amtierende Mr. Olympia isst keine 2500 Kalorien zum Frühstück im Aufbau. In butter today. Courtney's got me hooked on the good old butter chain of cooking stuff in because why the hell not? You know, it's nature's anti-pan sticker and it tastes Kiwi. absolutely amazing. Lecker. So loaded up on some grass-fed butter and I've been covering any bread I eat in ghee butter and it's delicious. So the macros to this come down to 50 grams of carbs, 66 grams of fat and 54 grams of protein. Ordentliche Fettportion am Morgen, ne? Pretty hefty fat breakfast. For a while I was literally just eating bison, butter, avocado, and whole eggs, and no carbs, essentially, and it was just, other than from the avocado, but it was just a heavy fat breakfast, and I was feeling pretty good, but I was getting skinny, so I added in a little bit of carbs, and still a hefty amount of fat, but it's a great way to start the day, and this is like 9 a.m. right now. You should eat between 8 and 9, next meal in a couple hours, be hungry by then, and ready to rock. So I'm gonna get this down, and I got a little kiwi. I don't really have this very often, but we were at Whole Foods, and it looked really good, so I grabbed a pre-sliced kiwi, have some fruit with that, call it a day. So enjoy this. See you guys for the next. Bon Appetit. Yeah. Boah, ist ja schon hochschwanger, ne? Wann ist es soweit? Weiß das einer im Chat? Should I make a latte? Ich habe immer so, ich weiß nicht, wie ihr das habt, aber wenn ich irgendwo so eine schwangere Frau sehe draußen in der Stadt oder im Geschäft, ich habe immer so extrem Respekt vor diesen Frauen. Weil ich weiß, die haben einfach so ein Lebewesen in sich drin, was bald auf die Welt kommt. Ich bin immer voll hilfsbereit, also höflich bin ich sowieso immer, aber wenn ich so eine Frau sehe, es weckt in mir so irgendwelche Gefühle, so dass man extra nochmal so ein bisschen mehr drauf Acht geben muss. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr geht auch mit den Frauen so um. Die Einrichtung ist wunderschön, ne? Ja, Chris, du bist auch ein Charmeur. Onkel Mirek. Vatergefühle habe ich tatsächlich noch überhaupt nicht. Gar nicht, null, keine Ahnung. Ich fühle mich genauso wie mit 20. Tell them what you said to me this morning, Jay. And I still need to ask the YouTube community about, you know what it practically feels like being pregnant because you've been 265 pounds. Franco, danke fürs Prime-Abo. Pebbles, guten Abend. Oh yeah. Courtney was out of breath this morning because her stomach's getting huge. And I'm like, I've been 265, I know exactly how it feels. And I laughed. So It's true. Have you ever bulked up to 265 when you are not meant to be 265? Walk up a flight of stairs and you are out of breath like you ran a marathon. So I say it's the same thing. Equivalent of a bowling ball and food on my stomach. It's different. Pregnant women, please. Or moms. Have my back. He doesn't know what There's it's more Man trifft mich auf der FIBO von Donnerstag bis Sonntag. pregnant women than there are skinny dudes who get up to 265. So I guess. Ich habe auch eine Zeit lang immer morgens früh Grapefruit gefressen. Voll geil. Ich liebe Grapefruit. Alright. Aber muss eiskalt sein aus dem Kühlschrank. Ich war im South Beach. South Beach war ich untergebracht. Der beste Shaker ist tatsächlich der Edelstahl-Shaker. Den kannst du auch ein paar Mal 3-4 Tage im Auto stehen lassen, tust einmal in die Spülmaschine, ist er wie neu. Er wartet auf sein Essen vor der Mikrowelle, geil.
meal number 2, lunchtime. A little bit late here, moving slow today, but I got a nice little Mega Fit custom meal. They make these sweet potato fries that are literally just sweet potatoes with some seasoning on it. So if you see any of their meals with that, those meals are always good. Sometimes they have a really good like garlic mayo dip. Sadly, didn't come with this one, but I have about 250 grams cooked weight of sweet potato fries, but it's actually a sweet potato. Gute Nacht, Onkel Midek. Angenehme Schicht, mein Lieber. And then 220 grams of chicken breast. They also grill the chicken breast, so it's absolutely fire, and I don't have to cook it. So shout out to MegaFit for that. Huge lifesaver. Drinking my favorite beautiful energy drink right here. Great one right here. But this meal comes out. Ich glaube nicht, dass das hier wieder sein Haus ist. Ich glaube, das ist seine Firma da, sein Büro, sein Office und alles. Der hat ja noch sehr viel nebenbei am Laufen, ne? Businessmäßig. 577 calories, about 50 grams of protein. Super simple, little basic. I've been slacking on even remembering to order these meals. Typically, Courtney will like make me food. Sometimes she doesn't, and then it's completely my fault for not having food because I'm not prepared for my own life. So trying to get ahead. Got a little mini freezer in my fridge, in my garage, so I keep frozen food there, frozen food here. If I have to forget a meal, I got that ready to go. Nee, auf Johannes noch nicht heute. So I'm always stocked up, not trying to get skinny. So this is meal number 2. Typically I train in the mornings, like I said. So these meals now are just kind of getting calories in throughout the day. So I gotta say, I'm gonna enjoy this meal. Geil, ich habe gerade festgestellt, wenn ich hier die Play-Taste gedrückt halte, macht der zweifache Geschwindigkeit. Geil. And then see you guys for meal number 3. And then maybe we'll make something interesting tonight with Courtney. So, see you then. Wenn du abnehmen willst, dann ist die Kalorienanzahl einfach zu hoch für dich. Aber das kann ich dir von der Ferne leider nicht erklären. Das ist sehr individuell, mein Lieber. Und an dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung, Freunde. Falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei wn.xxl vorbei, denn dort sichert ihr euch über den besten Deal und die besten Supplements mit meinem Rabattcode William. Alle Links hier in der Videobeschreibung. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gib mir noch 2 Wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Video. Been a long time. Er hat seine eigenen Meals, seine eigenen gepreppten Meals von seiner eigenen Marke. Wie geil ist das denn, Mann? I've had a bumble, so I'm very keen to have one of these again. I don't know why. Courtney was making pasta at home and I just didn't order. Das mit der Maus weiß ich, aber mit dem Stream Deck, dass das geht mit der Vorspulerei, das wusste ich nicht. Any bumbles for a while, but these are probably still one of my favorite meals to get. This is not the most glorious full day of eating, not very exciting, but it's real. It's what I typically eat. Bison, brown rice pasta, some red sauce. Brown Rice Pasta und Bison. Geil. 600 calories, good old 40 grams of protein. Throw it in the microwave for a couple minutes, and you're good to go. So this is going to be meal number 3. I gotta get out of here because me and Courtney are going to be doing a birthing course that I need to learn how to have a baby. She literally just texted me. She's like, reminder 4:30. She's reminded me about 500 times because she thought it was going to be late, and I still might be a little bit late, but that's okay. So I'm going to eat this, get out of here so she can't give me shit for being late, and then Calvin's gonna go work out after that. Seine Videos sind die besten zum Einschlafen, weil die einfach todeslangweilig sind, finde ich. Ne? Die sind cool gemacht, haben wir ja letztens schon drüber gequatscht, aber einfach null Emotion, einfach so auf richtig Chillout, als ob der richtig sich eine Lunte vorher geraucht hätte. Als ob seine Community aus Kiffern bestehen würde. I'll see you guys for meal number 4 at home, so that's it. Das ist so richtig entspannend, seine Videos zu gucken. Guacamole. Or we just learned about how to have a baby. Pretty much I'm equally ready as she is, right, babe? She's doing a birth course and I sat in for it, so pretty much ready to rock. I think I could do it. You're my birth partner. I'm her birth partner, yeah. I gotta be in her ear whispering champion mentality, motivation, teaching her to set the damn standard that she delivers the baby because, you know, what? Pushing a child. I think I could be a good motivator. You know, it's all about mindset, visualization, not believing there's another way. You gotta believe there's no way out, you know? Well, there is actually no way out. Yeah. Ich will die nächste Mahlzeit sehen, Digga. How much I'm putting some Whole Foods guacamole on this Ich liebe Guacamole. too for just a little bit of extra flavor because I've been on a huge avocado kick lately, so I've been enjoying that. That or I drown it all in olive oil.
But another simple meal. I'm not eating a whole lot right now, just trying to get in my protein. Ich habe mit Fabian letztens geschrieben bezüglich seinem Comeback. Weil ich sehe gerade hier, Fabian Meyer Comeback müsste bald kommen. Er hat gesagt, er weiß es noch nicht. Ja? Es gibt kein Comeback, es gibt aber auch kein Comeback. Er weiß es noch nicht. Er meinte im Moment andere Prioritäten, weil ich auch verstehe. Ne? Aber tatsächlich weiß ich nicht. Es bleibt spannend um Fabian Meyer. Ich habe Fabian Meyer extrem gefeiert. Seine Form brutal, Digga. So this meal is 837 calories and about 57, 60 grams of Du kannst nicht gezielt lokal an einer Stelle Bauch verbrennen, Fett verbrennen, solche am Bauch. Das funktioniert nicht. Dein Körper wählt aus, wo du als erstes Fett verlierst. protein. I've been eating higher amounts of protein. Typically I would eat like 180 to 200 grams, but because I'm only eating 4 to 5 meals a day right now, I'm having like 250 grams. So this is 250 grams of chicken, 250 grams of rice, and probably like 100 grams of guacamole. And I feel like that's just the best way to get protein in when you feel like you're slacking. Instead of having 6, 7 meals a day, it's fucking impossible. Just eat bigger meals. It works, and Rudi, bei Sascha Mühle, da geht einiges. Was bei uns nicht geht, funktioniert bei ihm. it still gets you jacked. So as long as your digestion can handle it, you are winning. So yeah, I'm gonna put this down. Probably the last full meal of the day I'm gonna eat. Usually have a shake at some point in the day, either in the morning or at night. Didn't have it in the morning, so I'm gonna have it at night. So enjoy this. See you guys for the final snack or whatever you want to call it. All right, welcome Jonas S., danke fürs Prime-Abo. back to my pantry. Spent a lot of time in here. Pretty dope pantry. We are working on organizing it currently. So we have pretty much a whole supplement store. I have every Revive. Oh, der liest jetzt hier seine nächste Mahlzeit vor. Das war ein Shake. Sekunde. Pretty quick shake. Walnüsse, Peanut Butter, Whey wahrscheinlich. And you blend it for like 2 seconds. Blend it too much, all the little bits turn into like crumbs and you can't taste it. But if you do it just perfectly, every time you take a sip, it's like getting a little bite of a chocolate chip cookie. And it tastes delicious. Beautiful. Lecker. I could blend it even less than that. It's like 1 second blend. Alright, so that's gonna be it for the full day of eating. It's like 9 o'clock-ish, Bin gespannt, wie viele Kalorien das komplett sind. 8:30-ish. Finishing my last meal right now. I don't like eating too late at night. I like going to bed early lately. But my total calories for the day is 3,807. 3800 Kalorien. I forgot how to use this app. It's been so long since I've checked my macros. I have about 280 grams of carbs, 130 grams of fat, and 280 grams Sehr kuriose Makroverteilung für den Aufbau, ne? Das heißt kurios, einfach anders, als man es sonst kennt. of protein. So honestly right around where I want to be for protein right now. From like, that adds all carbs, all every like trace protein. Sehr, sehr wenig Kohlenhydrate für den Aufbau, finde ich. Okay, es ist auch Rest Day. Ich denke mal, am Trainingstag hat er ein bisschen mehr. Protein sources and everything into that. So weighing about 250, 255 right now. 280 is pretty good. I could even handle a little bit more than that. Krass, dass der mit den Kalorien das Gewicht hält, ne? In the past, I've always like gone back and forth of how much protein I need, and then last year I just upped it, and I was like, let's see how it goes, just like I used to do when I was in college, and I definitely realized I recovered better, and I realized my body can handle more Kalle-Video kommt im Anschluss. protein, but it's also hard on your system, your digestion, behind your kidneys for having a shit ton, but that's kind of up in the air whether or not that's true. So I don't do that all year, but when I really need it, if I'm really trying to bulk hard or I'm not recovering in like the peak of a bulk, my strengths are really high, or at the end of prep, I up my protein a lot. But being a little bit over 1 gram per pound of body weight is super safe. So 280 is good for me. I'm gonna enjoy this and get after it. Every time I start like going from not caring. Wenn man aus Kaloriengründen eine Mahlzeit nur ein Shake isst, wann sollte man diese No-Cup... Oder formulier die Frage bitte nochmal, ich habe nichts verstanden, Digga. For what I'm eating, it's so nice, by the way. If you're a bodybuilder and you eat like 5, 6 meals a day, and then you go to just eating 3 and not caring how many calories you get. But every time I go from that back to actually tracking and trying to eat more food, I realize how much food I have to eat to like get it in. Like the fact that it's only 3,800 calories is bonkers to me. I feel like I used to consistently eat 6,000 calories a day. I'll probably never eat that much again consistently because it just sucks. But I still got some work to do. I gotta get way over 3,800, especially get my metabolism rolling so that when I do start to diet, I don't have to starve myself.
because it really does help you. So I'm gonna get working on that, but I'm not gonna go anywhere over 4,000 calories anytime soon. Krass, ne? Der macht keinen Aufbau mit über 4.000 Kalorien aktuell. Wahnsinn, ne? Das heißt, er limitiert sich ja durch das Gewichtslimit. Er kann nicht so mehr essen, weil er sonst das Gewichtslimit auch sprengen würde, ne? Oder die Diät dann halt länger und härter wäre für ihn. You know, let my body adjust to this, bring up my training intensity, so I'm actually using all that food. You have to kind of play with those numbers. Watch yourself, watch your scale, watch your body fat. If you start getting too fat, then everything just starts to fall apart. You don't feel good, you're insulin sensitive. Wenn man keine restlichen Kalorien übrig hat, dann trinkt man auch keinen Shake, weil ein Shake hat auch Kalorien. Ich verstehe die Frage immer noch nicht, Diggi. You can get fucked too early on in the beginning of your off season, and then everything starts to fall apart. So really ease into it. Focus more on, you know, healthy amount of carbs and fats, high protein, and then lifting up your training intensity and watching your recovery and your strength and how it's progressing, and your weight, of course. So just track everything as closely as possible. And I'll try and kind of show you guys how I'm doing that over this off season. But you enjoy this, let the dog out, call it a night. See you next time. Do widzenia, CBUM. Also, nicht gerade viele Kalorien, aber hat natürlich auch alles seine Gründe. Honey Rambot weiß genau, was er ihm dafür einen Plan aufschreibt, weil er kann ja nicht mehr wachsen. Der kann nur noch irgendwo Details verbessern, ein bisschen Qualität reinbringen, wobei ich finde, sein Körper ist einfach perfekt. Dennoch, würde ich mir auch, weil ich gerade im Chat gelesen habe, der würde auch so auseinanderfliegen wie Mike Sommerfeld, wenn der mal so einen richtigen Aufbau machen würde. Safe. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet und diesen Kanal, schaut auf jeden Fall bei ESN vorbei, denn dort findet ihr immer die besten Angebote. Mit meinem Rabattcode William sichert ihr euch immer den besten Deal auf alle Supplements. Außerdem kann ich stolz verkünden, dass wir jetzt auch zusammen mit Prep My Meal arbeiten. Ja, dort könnt ihr euch immer wunderschöne, leckere, fertige Mahlzeiten ordern. Das Ganze kommt tiefgefroren, knallt ihr euch für 7 Minuten in die Mikrowelle und ihr seid bestens ausgestattet. Beispielsweise aktuell gönne ich mir oft Kokos-Chili mit Hähnchenbrust. Das Ganze hat 50 Gramm Proteins, also da seid ihr schon mal safe. Gute Kohlenhydrate, gute Fette. Und außerdem checkt auf jeden Fall auch gib mir noch 2 Wochen.com ab, denn dort gibt es mein Merchandise zu finden. Viele Hoodies, T-Shirts und sogar das legendäre Gib mir noch 2 Wochen E-Book, mit dem ihr in 2 Wochen hoch 3, also in 8 Wochen, in Topform kommt. Also abchecken, alle Links in der Videobeschreibung. Und bei OAs gibt es auch noch wunderschöne Klamotten. Ebenfalls Rabattcode William. Also überall Rabattcode William. Egal ob ESN, Prep My Meal oder OAs. Ihr supportet mich tatkräftig damit. Vielen lieben Dank. Und das war's. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Und wir sind auch immer 3-mal die Woche live auf Twitch. Vielen lieben Dank. Ciao, ciao.